Hallo und willkommen zur Nähanleitung für dieses Longsleeve Top. Das ist eigentlich so ein ganz schlichtes Top, das man immer und überall tragen kann und das man auch aus ganz vielen Stoffen nähen kann. Am besten eignet sich aber Jersey oder auch so ein Strickstoff. Und im Schnittmuster hast du ganz viele Möglichkeiten, den Schnitt zu nähen. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an im Zuschnitt. Hier siehst du, kannst du das Top einmal mit so einer seitlichen Raffung nähen und das in Cropped oder in der normalen Version. Dann diese komplett Basic-Version, die kann man ja echt immer gebrauchen. Und dann hast du noch eine zweite Ärmel-Variante, nämlich so leicht ausgestellte Ärmel. Und die sehen auch in beiden Varianten toll aus und die kannst du natürlich auch mit der Raffung kombinieren. Im Zuschnitt mache ich das immer so, dass ich mir die Länge einfach umfalte, denn dann habe ich später immer noch die Möglichkeit, auch die längere Version zu nähen und muss es dann nicht nochmal ausdrucken. Und wie immer, denkt daran, beim Zuschnitt auch die kleinen Knipse zu übernehmen, denn die sind später wichtig, um die Ärmel richtig zu positionieren und auch für die Raffung. Und ganz wichtig, bevor du mit dem Nähen beginnst, teste unbedingt alle deine Stiche, sowohl von deiner Overlock als auch deiner normalen Nähmaschine, und teste die Stiche in alle verschiedenen Stoffrichtungen. Denn manchmal kann es passieren, dass sich der Stoff zu weit einrollt oder einkräuselt oder auch zu weit ausdehnt. Beides sieht am Ende nicht schön aus und das wollen wir unbedingt vermeiden. Hier habe ich jetzt noch einen richtig guten Tipp für dich, falls du mit der Nähmaschine nähst. Zum einen, falls du so einen Obertransportfuß hast, dann benutzt den unbedingt, der ist hier wirklich Gold wert. Falls nicht, dann ist hier noch ein etwas kurioser Tipp. Nimm dir ein bisschen Backpapier oder auch eine alte Rechnung, irgendein dünnes Papierstück und vernähe das mit in der Naht. Das kannst du dann später auftrennen, sobald die Naht fertig ist, aber das funktioniert super gut bei Strickstoffen. Hier bei diesem Oberteil habe ich das nämlich gemacht und das sieht wirklich sauber und ordentlich aus. Und dann lass uns mit der Nähanleitung starten. Ich habe jetzt hier das Rückteil und die rechte Seite liegt zu mir und da lege ich jetzt das Vorderteil drauf, rechts auf rechts. Jetzt kannst du die Schulternähte schließen und besonders bei Strickstoffen oder auch hier bei so einem gerippten Jersey-Stoff, da passiert es sehr schnell mal, dass sich die Naht dann so ausdehnt und genau das wollen wir nicht. Deshalb nähe hier entweder mit einem Obertransportfuß oder vielleicht hast du auch so ein Kantenband, das kannst du hier sehr gut verarbeiten. Oder im Zweifelsfall, wie ich dir vorher schon empfohlen habe, kannst du auch eine alte Rechnung oder irgendeine Art von Papier, zum Beispiel Backpapier, nutzen. Und jetzt nehme ich mir das Halsbündchen, das schließe ich einmal die kurzen Seiten rechts auf rechts und dann kannst du das der Länge nach einmal falten. Das Bündchen, das stecke ich mir jetzt rechts auf rechts im Ausschnitt fest. Und auf dem Bündchen siehst du auch wieder Knipse. Und die Knipse markieren einmal die Schulternähte und dann die Mitte, hinten und vorne. Dadurch stellst du sicher, dass du das jetzt gleich beim Annähen gleichmäßig dehnst. Achte darauf, dass du beide Schulternähte Richtung Rückteil legst. Und dann kannst du das Bündchen rundherum befestigen, entweder mit deiner Overlock oder du kannst ja auch einen Zickzackstich deiner Nähmaschine nehmen oder irgendeinen anderen elastischen Stich. Und so sollte das Bündchen jetzt aussehen. Das sollte sich nicht wellen oder zusammenraffen, sondern ganz gleichmäßig angenäht sein. Wenn das so aussieht wie hier links, dann wird sich das nicht schön an den Hals anlegen, sondern wahrscheinlich abstehen und das sieht wahrscheinlich beim Tragen einfach nicht so schön aus. Gegebenenfalls müsstest du das dann nochmal auftrennen und neu annähen. Jetzt kannst du optional noch die hintere Naht, die Overlock-Naht, mit einem Dreifach-Geradstich oder auch einem Zickzackstich an dem Rückteil festnähen, damit das Bündchen sich nicht immer nach oben hin umschlägt. Vor allem nach dem Waschen kann das sehr störend sein. Ich nehme hier so einen Dreifach-Geradstich und ganz wichtig ist hier auch wieder, dass du die Stiche vorher testest, denn das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn das nicht richtig funktioniert. Und so sieht das jetzt bei mir aus. Die Naht ist immer noch dehnbar, das ist ganz wichtig, denn das ist ja das Halsbündchen und da müssen wir mit dem Kopf durchkommen. Und dann können wir auch schon die Ärmel annähen. Dafür lege ich das Oberteil mit der rechten Seite nach oben und den Ärmel rechts auf das Oberteil. Auf dem Ärmel findest du auch wieder Knipse, die helfen dir, den Ärmel richtig zu platzieren. Auf dem Vorderteil findest du einen Knips und auf dem Rückteil 2 Knipse und dann entsprechend auch die Knipse auf dem Ärmel. Das stecke ich mir jetzt mit ein paar Klammern fest und dann kannst du das auch schon mit deiner Overlock direkt annähen oder du nimmst einen Zickzackstich oder elastischen Stich deiner Nähmaschine. So sieht das jetzt aus. Ich habe wieder darauf geachtet, dass die Schulternaht in Richtung Rückteil zeigt, einfach damit es einheitlich ist. Das sieht ordentlicher aus. Und wenn du jetzt das Basic-Oberteil nähst, dann sind wir schon fast fertig. Dann kommen jetzt hier die letzten Schritte. Wenn du das Oberteil mit Raffung nähst, dann kannst du ein kleines bisschen vorspulen.
Ich lege das Oberteil jetzt rechts aufeinander und achte darauf, dass sich hier die Ärmelnähte genau treffen und schließe jetzt die Seiten runter und auch die Länge der Ärmel. Wenn du das gemacht hast, dann geht es auch schon ans Säumen, was auch gleichzeitig der erste Schritt ist für die zweite Version, nämlich die geraffte Version. Denn für die geraffte Version müssen wir zuerst säumen. Also die Seiten sind hier noch offen und der Ärmel auch. Und jetzt nehme ich mir das Vorder- und Rückteil und säume das separat voneinander. Ich würde dir hier empfehlen, das mit einer Zwillingsnadel zu machen. Das geht super easy mit der Nähmaschine. Ich nehme hier einen Geradstich und erhöhe da die Stichlänge ein bisschen und dann setze ich diese Zwillingsnadel hier ein. Dann brauche ich noch eine zweite Garnrolle, die setze ich zusätzlich ein, fädel die beide zusammen durch, aber dann am Ende teile ich das auf die Zwillingsnadel auf. Ganz wichtig hier auch wieder den Stich vorher an einem Reststück testen und dann kannst du das Vorder- und Rückteil separat voneinander säumen. Wenn du die Version 1 genäht hast, dann kannst du das natürlich in einem durchsäumen und das Ganze auch für die Ärmel machen. Und so sieht das jetzt aus. Ich finde, die Verarbeitung mit der Zwillingsnadel sieht echt super hochwertig aus. Und jetzt kannst du das Oberteil rechts aufeinander legen. Ich schließe jetzt als erstes den Ärmel, also die Länge des Ärmels. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du den Ärmel auch noch säumen möchtest. Ich werde den Ärmel jetzt nicht säumen, weil ich habe so ein Rip-Jersey benutzt und ich finde, der Stoff sieht unverarbeitet und offen echt total schön aus. Aber du kannst hier natürlich jegliche Art des Säumens nutzen, die du möchtest, zum Beispiel auch wieder die Zwillingsnadel. Der Ärmel ist jetzt also fertig und jetzt schließen wir die Seiten. Jetzt markiere ich mir erstmal die Raffung, bzw. wo die Raffung enden soll. Da kannst du dich entweder am Schnittmuster orientieren. Ich persönlich finde es schöner, wenn es sogar noch ein bisschen höher ist. Da kannst du mal so ein bisschen ausprobieren, was dir da gefällt. Und jetzt schließe ich die Seite und setze dafür oben an der Ärmelnaht an und nähe dann so schräg rüber, sodass ich an meiner Markierung für die Raffung 1,5 cm Nahtzugabe habe. Die 1,5 cm sind ganz wichtig, da musst du dich unbedingt dran halten, denn da entsteht nämlich gleich der Tunnelzug. Und für den Tunnelzug falte ich die Nahtzugabe jetzt auseinander und stecke mir die einzelnen Nahtzugaben jeweils am Vorder- und am Rückteil fest. Das nähe ich jetzt ganz knappkantig mit einem Zickzackstich ab. Und wenn du das auch auf der anderen Seite gemacht hast, dann können wir jetzt die Kordel zuschneiden bzw. nähen. Hier oben blende ich dir die Maße ein, einmal für die Crop-Version und einmal für die normale Version. Die Stoffstreifen habe ich zugeschnitten und dann einmal der Länge nach rechts auf rechts zusammengenäht. Kürze dann noch die Nahtzugabe ein bisschen und dann kannst du dir eine Sicherheitsnadel zur Hilfe nehmen und die Kordel durch den Tunnelzug durchziehen. Je nach Stoff kann es sein, dass es jetzt ein bisschen wulstig da oben wird. Der Vorteil ist allerdings, dass du die Kordel so jederzeit entfernen kannst und das Oberteil auch als normales Basic-Oberteil tragen kannst. Ich weiß aber, dass ich das Oberteil mit der Raffung tragen möchte und deshalb schneide ich die Kordel jetzt einmal in der Hälfte durch. Und dann kann ich mit einem Zickzackstich oben nochmal über die beiden Kordeln drüber nähen und damit sind die befestigt. Ja, und damit ist ein Oberteil auch schon fertig. Ich hoffe, es gefällt dir. Falls ja, dann like gern das Video oder abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns. Bis bald.